Ja, hallo liebe Freunde, hier ist wieder Cargold mit Freude am Fahren. Heute haben wir was ganz Besonderes, haben wir ja eigentlich immer, aber das können wir ja immer wieder noch mal toppen. Das ist hier nämlich ein Ferrari 330 GTC, seinerzeit der beste Straßen-Ferrari, der gebaut wurde. Ihr merkt gerade, ich muss mich ein bisschen dran gewöhnen, das ist ein 12-Zylinder. Also man merkt gleich, was der für eine irre Maschine hat. Die sind ja gebaut worden von 1966 bis 1968, also nur 2,5 Jahre lang. Da gab es 598 Fahrzeuge davon. Das ist einer von ihnen. Und man hat damals, was die Karosserieform anging, was die Technik anging, das Beste da reingepackt, was es zu der Zeit gab. Und man sagt eigentlich, der 330 GTC ist aus der Zeit der beste Straßen-Ferrari, den es überhaupt gab. Ist eigentlich als Ursprung noch die Colombo-Maschine da vorne drin, die es seit 1947 gab. Also vom Prinzip darauf aufgebaut, hat eine Dreifach-Weber Doppelvergaseranlage und leistet 300 PS. Das war 1966 nicht gerade eben wenig. Und so ein Wagen ist 250 Stundenkilometer Spitze schnell gefahren, was natürlich gewaltig war. Also allein schon der Sound, den man hier hört, das ist eine 12-Zylinder-Maschine, ist Wahnsinn. Ich fahre nur ein bisschen langsam, der muss, wisst ihr ja schon, warm gefahren werden. Es gab da noch 100 GTS, das waren die offenen GTC, war das Coupé. Also insgesamt sind von dem Modell nur 700 Autos, also knapp 700 Autos gebaut worden. Das ist jetzt ein richtig klassischer Ferrari. Wir haben das Auto erst vor 2 Tagen bekommen, übrigens interessanterweise aus Südamerika. Der Wagen hat 20 Jahre seines Lebens in Südamerika verbracht. In den Wagen ist sehr viel Geld gegangen, das kann man hier auch überall sehen. Alles restauriert, auch in einem sehr, sehr schönen Zustand. Und zwar authentisch restauriert. Das seht ihr an den ganzen Armaturen, hier ist alles so, wie es gehört. Könnt ihr hier am Meilentacho sehen, hier vorne. Wie gesagt, der Wagen ist da 250 Stundenkilometer schnell gewesen. War natürlich Wahnsinn. Ja, schaltet sich schön, läuft schön. Muss ich noch mal gucken, wie geht hier das Fenster zu, das zieht. Ah ja, ja. Elektrische Fensterheber hat er natürlich auch, das habe ich eben gerade gemacht, das ist hier unten. Hat hier übrigens die berühmte Kulissenschaltung. Vorne links ist der Rückwärtsgang, einmal drücken und dann nach vorne fährt er zurück. Ist sehr leicht einzulegen bei dem Auto. Ansonsten hat er eine 5-Gang-Schaltung und die muss aber 250 Stundenkilometer Spitze auch haben. Aber ich sag mal, ein Ferrari zu fahren, das ist immer was ganz Besonderes. Ferrari ist halt ein Ferrari. Das ist halt ein 12-Zylinder. Übrigens, für die, die das nicht wissen, ich habe das ehrlich gesagt auch noch, weiß ich selbst noch gar nicht so lange. 330, das ist immer, also die Bezeichnung bei Ferrari heißt in dem Fall 330 GTC, das ist immer Kubik eines einzelnen Zylinders und das müsst ihr dann in dem Fall mal 12 multiplizieren, dann wisst ihr, wie viel Hubraum der Wagen hat. Der hat ungefähr 4 Liter Hubraum, also 4000 Kubik durch 12 Zylinder, daher die 330. Also Ferrari macht das ein bisschen anders als die anderen Firmen. Ich denke, das Auto muss ein bisschen gefahren werden. Ich bin ja durch Zufall rangekommen. Ich war in Südamerika und bin bei jemandem, der eine Sammlung auflöst. Und der hat eine gute Bekannte, da war der Mann gerade verstorben. Und da hieß es, naja, das Auto ist jetzt auch frei, sie kann damit nichts anfangen. So sind wir an das Auto gekommen. Die ganzen Unterlagen sind auch am Postweg. Aber wir können jetzt schon sagen, das ist ein gutes Auto. Wir haben schon herausgefunden, er hat Matching Numbers. Und was ich ja finde, und das kann ich euch gleich mal sagen, der hat eine wahnsinnig schöne Farbkonstellation. Also ein Ferrari in Gelb mit Cognacfarben Leder innen, das ist einfach toll. Fährt anders als ein Porsche, ne? Ja, ja. Fällt uns gerade auf, wir haben eben gerade einen Turbo S gedreht, also er fährt schon ein bisschen anders. Eine ganz andere Art zu fahren. Aber dieser Motor ist natürlich toll bei so einem Auto. Und er hat auch Brause, hat er auch. Also das merkt man. Ich fahre noch ein bisschen langsam, weil er noch nicht warm ist. Muss man aufpassen mit so einem Auto.
Es ist ein unglaublich spektakuläres Auto. Also als wir den auf dem LKW gebracht haben, ich dachte, Mann, ist der toll. Als ich in Südamerika gesehen habe, da war er völlig eingestaubt, weil er offensichtlich, ich schätze mal so 1-2 Jahre gestanden hat. Aber wir haben ihn hier blitzeblank poliert bekommen. Und da muss ich wirklich sagen, er hat einen super schönen Lack, der Wagen. Das Auto hat, also das ist wirklich toll, das zeige ich euch gleich mal da oben. Übrigens interessant, so eine Kulissenschaltung. Die Sportiven, das ist immer so, der erste Gang ist immer links unten. Das muss man wissen. Und der zweite ist dann oben. Das ist anders, also nicht 1, 2, 3, 4, wie wir das so kennen. Andersrum. Aber das Auto ist ein Faszinosum. Also wirklich, das war in den 60er Jahren, wenn man sich das damals leisten konnte, da gehörte man zu den Großen der Gesellschaft. Also das war schon was, ein absolutes Highlight. Und das ist ein 330er heute noch. Das könnt ihr auf den Auktionsergebnissen auch erkennen. Die halten ganz stabil ihren Preis. So ein Wagen kostet immer so um die 600.000 je nach Zustand. Und so ähnlich ist unser Wagen auch einzupreisen. Aber das Tolle, das ist diese Farbe. Also wir haben schon verschiedene Farben gehabt bei so einem 330er. Aber dieses Gelb hier, finde ich, ist mit Abstand die tollste Farbkombination. Das Auto hat eine irre Wirkung. Ich zeige euch das gleich mal da oben. Also wenn, dann in der Farbe und dann so. Ich muss aber noch mal nachgucken, ob der auch in Gelb ausgeliefert wurde. Wie gesagt, die Dokumente haben wir noch nicht zum Auto. Wir wissen aber schon Matching. Wir haben also eine ganz gute Literatur, wo wir das nachlesen können. Das wissen wir schon. Wir wissen auch die ganzen Besitzer, die das Auto in den USA hatte. Da waren sehr namhafte Leute dabei. Und wir haben auch ein Foto, wo ein ganz bedeutender Rennfahrer in dem Auto zu sehen ist. Ja, liebe Freunde, Sätze Ferrari ist auf jeder Auktion immer was ganz Besonderes. Aber so ein Wagen in Gelb ist ziemlich selten. Schaut euch das mal an, wie das auf dieser Wiese hier aussieht. Also ich finde, das ist fantastisch. Der 330 GTC, glaube ich, ist ein ganz spezielles Auto. Der sieht nicht in jeder Farbe gut aus. Aber in dieser Farbe hier finde ich das Auto einmalig. Was übrigens auffällt, der hat eine wahnsinnige Lacktiefe. Der muss mehrfach aufpoliert worden sein. Wieder Decklack drüber, wieder poliert mit Klarlack, wieder poliert, wieder Klarlack. Toll gemacht. Das Einzige, was ich hier sehe, ist, dass die rechte Tür ein bisschen raussteht. Die ist nicht richtig eingestellt. Aber sonst das Spaltmaß bei dem Auto ist perfekt. Auch die ganzen Fahrzeugflächen sind absolut traumhaft und super. Tja, der Chrom ist neuwertig, das ganze Interieur, das ist ein bisschen älter, aber auch wunderschön. Aber was mich völlig fasziniert, ist diese Farbe von dem Auto. Also ich glaube, Gelb ist die Farbe, die so ein Ferrari am besten zeigt. Ja, ein Ferrari 330 GTC auf einer bayerischen Wiese, die bald mal wieder gemäht werden muss. Das ist jetzt ein bisschen hochgewachsen durch den vielen Regen. Aber schaut euch doch mal an, was das für ein Bild von Auto ist. Also finde ich wunderschön. Er hat originale, echte Boranis, die auch in einem super Zustand sind. Vorne das Gitter mit dem Pferdchen von Ferrari drauf, oben drauf das Logo hier vorn, Ferrari-Logo und Gelb. Alles in einem wirklich guten Zustand, auch die Stoßstangen, die Beleuchtung, die Lampen, alles tipptopp. Und guckt euch mal den Lack an. Also der Lack, das sage ich jetzt mal, das kann man besser nicht machen. Das ist das, was extrem auffällt bei dem Auto. Er hat überhaupt keine Wellen, gar nichts. Sieht fast aus wie ein Klavierlack. Also finde ich toll getroffen. Und was ich noch besonders schön finde, ist, dass er innen braun ist, dass er diese schöne braune Innenfarbe hat. Also ein ganz, ganz gelungenes Auto farblich. Also so nach meinem Dafürhalten, wo ich den Wagen jetzt ein bisschen gefahren bin, was mir auffällt, ein bisschen schwergängige Lenkung. Vielleicht hilft hier eine elektronische Lenkunterstützung. Man merkt wirklich die 12-Zylinder-Maschine vorne. Es kann aber auch sein, und das halte ich wahrscheinlich für das Beste, wenn man das gesamte Auto technisch nochmal durchgeht und en Detail sich nochmal genau anguckt. Ab und zu gibt es aber eine Fehlzündung. Da meint man immer, hier wird irgendein Reh erschossen im Wald. Aber das ist ja nicht so, das sind wir.
Und es ist natürlich ein fantastisch schönes Auto, aber bei so einem Auto sind auch in der Werkstatt schnell mal 20.000 Euro versenkt, ohne dass man sich groß versieht. Und ich denke, dass wir mit dem Eigentümer nochmal sprechen, dass hier nochmal eine schöne Inspektion gemacht wird, alles mal revidiert wird und genau festgestellt wird, was Sache ist bei den einzelnen Komponenten. Denn also vom Auftreten, vom Modell her, von der Farbkombination ist das Auto fantastisch. Kann man nicht anders sagen. Ja, der fährt auch gut, aber die Bremsen zum Beispiel, die könnte ich mir auch ein bisschen besser vorstellen. Da muss man wirklich richtig reintreten und ich bin der Meinung, die müssten besser zupacken. Also genau genommen reagieren die eigentlich gar nicht. Aber die sind wirklich, also okay. Die Lenkung ist mir auch schon aufgefallen. So schwergängig. Ja. Darf auch nicht sein, ne? Dabei, ja. Nee. Also das muss einfach mal technisch sich mal angeguckt werden, was mit dem Auto Sache ist. Aber er ist restauriert, man sieht, hier ist viel Geld reingegangen. Das ist auch in den USA gemacht worden, aber man weiß natürlich immer nicht so ganz genau, was die in den USA dann gemacht haben. Aber das muss überprüft werden. Auf jeden Fall haben wir den 330er Ferrari jetzt hier. Ich habe aus Südamerika, aus der Quelle schon mehrere Autos gehabt, die haben wir immer gut verkauft mit zufriedenen Kunden. Und wenn wir das bei dem Auto hier auch hinbekommen, also was schon mal fantastisch ist, er hat eine unglaubliche Wirkung, er hat einen tollen Lack, er hat eine tolle Karosserie und es ist ein absolut spektakulärer Wagen. Ja, jetzt, wo er ein bisschen wärmer geworden ist, wird er auch giftiger. Also der Motor hört sich sehr, sehr gut an. Naja, da weiß man schon, woher Ferraris Ruf kommt. Das hat schon eine gewisse Faszination und ist so das richtige, tolle, urige Sportwagengefühl. Das ist halt ein großer GT der 60er Jahre. Das war eigentlich die Zeit der ganz, ganz großen Sportwagen, Maserati und Ferrari. Und zu der Zeit waren ja Porsche noch verhältnismäßig unbedeutend. Da hat Porsche sowas nicht annähernd auf die Beine gebracht. Also das ist schon wirklich ein ganz außergewöhnlich faszinierendes Auto. Man merkt auch, dass die 12-Zylinder-Maschine schön Kraft hat. Die läuft auch schön. Also hat auch einen ganz, ganz tollen Sound, finde ich. Und hat auch schön Kraft. Schalten tut das ja auch gut. Ich finde, dass die Lenkung ein bisschen schwergängig ist, das muss mal überprüft werden. Aber eins steht fest, ein faszinierendes Auto ist das allemal. Aber man muss das Auto festhalten an dieses schöne, elegante Holzlenkrad hier, das schöne Ferrari-Logo in der Mitte. Hier Aluminium, also es ist schon sehr, sehr edel gemacht. Man hat da nicht gespart seinerzeit. Die Uhr hier in der Mitte, Benzin hier vorne. Ja, und der Sound, ja, also die Maschine ist schon mal klasse, das steht fest. Jetzt habe ich mich verschaltet, das war der andere Gang. Motor klingt gut, ne? Der zieht schön durch. Ja, so eine Ferrari-Maschine ist einfach was Tolles. Das ist ja der legendäre Colombo-Motor, den sie immer weiterentwickelt haben. Der Vorgänger von dem Auto ist übrigens der Ferrari Lusso gewesen. Die Autos kosten heute schon 2 bis 2,5 Millionen Euro, sind wahnsinnig teuer. Dann kam der ist eigentlich eine technische Fortentwicklung gewesen und war auch sehr, sehr erfolgreich. Deswegen hat es ja 598 Exemplare gegeben, die damals gebaut wurden. Also das ist so ein Ferrari, wenn man eine Ferrari-Sammlung hat, muss man eigentlich einen 330 GTC haben. Also eigentlich ein Auto, da ist man toll mit angezogen, der hat die richtige Leistung, der hat einen tollen Sound. Auto verursacht Gänsehaut, das ist schon wirklich was Tolles. Aber man spürt, dass die Maschine jetzt deutlich besser läuft.
Es ist halt immer so, wenn ein Auto ein bisschen gestanden hat, der muss erst freigefahren werden. Dann müssen wir 20 Kilometer durchgehen und dann spürt man sofort, dass es den Motoren besser geht. Ist auch hier so bei ihm, das merkt man. Also im höheren Drehzahlbereich zieht er richtig durch. Aber er braucht hohe Drehzahlen. Oh, die Bremsen sind aber echt gewöhnungsbedürftig hier. Da rappelt auch was, hörst du das? Ja, das sind so ein paar Sachen. Ja, müssen die sich das Auto mal angucken. Aber wenn das gemacht ist, ist er toll. Aber es ist interessant, so eine Kulissenschaltung, das ist ja so eine richtige klassische Sportschaltung von Ferrari. Macht Spaß so zu fahren. Ja, das war allemal eine spannende Probefahrt hier mit unserem Ferrari. Vermittelt einem wirklich, ist also wirklich eine absolut kraftvolle, elegante Italienerin. Vermittelt einem wirklich ein tolles Gefühl. Ferrari möchte man einfach besitzen. Ferrari ist ja legendär und Ferrari wird auch immer legendär bleiben. Aber ich muss eins sagen, die heutigen Ferraris, die werden irgendwie auf eine gewisse Art immer ähnlicher. Und so ein Auto hat hier noch einen eigenen Charakter. Also das ist das, was mir wirklich gefällt. Da finde ich so einen alten Ferrari ein bisschen anziehender. Macht mich persönlich mehr an, obwohl natürlich die neuen Autos auch faszinierend sind. Aber wenn man mal so Porsche und Ferrari so vergleicht, von der Art, wie so ein Auto fährt, die werden einem immer ähnlicher. Die werden immer vergleichbarer und immer noch schneller und immer noch elektronischer. Das ist, glaube ich, nicht die Lösung. So ein Auto hier fasziniert einen und da fährt man als ganzer Mann Auto. Also da ist man richtig dabei, man muss aufpassen, man muss aufmerksam sein. Hier ist so eine Fliege, die hat auch Lust mitzufahren. Was ich hier auch schon wieder faszinierend finde, sind die Fehlzündungen. Aber naja, wir werden herausfinden, woran das liegt. Das kann nichts Schlimmes sein. Also eins steht fest, Auto ist toll, der muss aber technisch einfach mal in der Inspektion. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da das eine oder andere dabei rauskommen wird. Aber wenn wir euch das Auto verkaufen, sind die Dinge behoben. Und das werden wir jetzt auch mit der Dame und mit den Eigentümern, mit unseren Bekannten besprechen, was da zu tun ist. Wir haben hier eine exzellente Ferrari-Adresse um die Ecke und die werden uns sofort sagen, das und das und das muss gemacht werden. Ich bin da schon diverse Ferraris gefahren, ich weiß, wie die sich fahren müssen. Und so wie er jetzt hier im Moment ist, können wir nicht ganz abgeben, aber trotzdem ist das ein faszinierender Wagen. Und wenn der sich leichter lenkt und ein bisschen besser bremst, ist das Ding also toll. Finde ich hier die Maschine, die hört sich gut an. Ständig wird hier mal erschossen. Naja gut, was soll's. Also Motor ist sehr, sehr schön. Tollen Sound. Ich meine, die Maschine ist einfach klasse. Colombo Motor ist ja wirklich legendär. Und hier mit 300 PS war man zu der Zeit wirklich ganz, ganz vorne. War einer der schnellsten Autos überhaupt. Gab dann ja nur noch Lamborghini, die waren ja auch wirklich, es waren tolle Autos, die SV und Miura. Aber das war schon wirklich was Feines hier. Ich finde die so ein bisschen eleganter. Ja, unsere Probefahrt neigt sich dem Ende zu. Ich hoffe, das hat euch wieder Spaß gemacht. Jetzt sind wir gleich im Beuerberg hier vorne. Also war eine spannende Probefahrt. Hat auch mir einiges abverlangt. An das Auto musste ich mich ein bisschen gewöhnen. Bam. Naja, aber egal. Das Auto steht jetzt bei uns im Beuerberg, ist zu haben. Die Dinge, die da dran gemacht werden müssen, müssen dran gemacht werden. Die werden wir auch machen lassen. Und dann freue ich mich, wenn wir uns sehen, zum interessanten Gespräch zu einem wirklich tollen Auto, was faszinierend aussieht. Das muss ich echt sagen. Also ich persönlich, für mich ist das der schönste 330, den ich in meinem Leben gesehen habe. Ich mache noch mal kurz die Tür zu. Bei uns war gerade, wir waren über eine Wiese gefahren, deswegen ist der jetzt nass. Den haben wir abgesprüht, da war ein bisschen schmutzig. Aber schaut euch das mal an. Das ist ein Bild von einem Auto. Ein 330er an der falschen Farbe sieht teilweise sogar komisch aus, finde ich. Aber dieser hier in Gelb, der ist absolut sensationell.
Schaut euch dieses Auto an. Also wirklich klasse. Rot würde ich den längst nicht so schön finden. Ich kannte auch mal einen Weinrot oder Grün, das kann man alles machen. Aber so mit dem Cognac-farbenen Innen, und die haben ja das Interieur vor allen Dingen auch sehr, sehr schön restauriert. Das ist sehr, sehr gut gemacht worden. Hat eine tolle Wirkung. Ihr habt es ja gesehen hier vorne, die Türen müssen ein bisschen eingestellt werden. Die sitzen und passen aber ganz genau. Ich gehe mal davon aus, dass er keinen Unfall hatte, weil sonst wird das alles nicht so gut zusammenpassen. Auch wie die Haube da vorne drin sitzt, das ist alles absolut astrein. Also wirklich ein super Auto, und besser lackieren kann man das kaum als das Auto hier. Schaut mal hier rein. Also hier sieht man auch, dass hier wirklich viel Geld in die Hand genommen wurde. Also gemacht wurde viel, das ist ja alles neuwertig. Maschine läuft jedenfalls absolut erste Klasse. Das ist auch richtig gemacht worden. Und warum das mit der Lenkung sich schwierig gestaltet, werden wir herausfinden. Vielleicht sind das gar keine großen Dinge. Ja, alles tipptopp. 12-Zylinder-Motor. Da haben wir die Vergaser hier vorne, unten drunter. Und ja, 300 PS leistet die Maschine, 4 Liter pro Zylinder hat er, 330 Kubik, daher kommt ja die Bezeichnung 330 GTC. C für Coupé, GTS, das waren die Cabriolets, ganz selten gab es nur 100 Stück, und ein GTS kostet natürlich viel, viel mehr. Und die Preise sind also ganz, ganz stabil. Diese Autos werden heute um die 600.000 gehandelt. Ein Superauto geht bis 700, wenn einer nicht ganz so toll ist, vielleicht 550, aber die Autos haben ganz, ganz stabile Preise. Und wer sich sagt, ich möchte ein bisschen Geld anlegen, man weiß ja nicht, was wird mit den Währungen und wie sich das entwickelt. Der Ferrari steht auch noch in 5 Jahren in der Garage, und Ferrari hat immer seinen Wert, da könnt ihr ganz sicher sein. Ja, soviel zu dem Wagen. Ich hoffe, ich habe euch alles gesagt. Wenn ihr noch Fragen habt, ruft mich gerne an. Fragt Paul oder Andy Weißenseel oder Herbert Halama oder Michael Schade. Wir sind ja eine Menge Mitarbeiter, wir sind 11 Kollegen. Wir machen auch nur Handel. Wir haben zwar eine kleine Werkstatt, aber da wird gar nicht groß repariert, nur mal geguckt, Befunde festgestellt. Da werden Gutachter geholt, die gucken sich das an auf der Hebelbühne. Aber arbeiten tun andere, sage ich mal, an den Autos technisch, und da kennen wir die besten Adressen. Tja, so läuft das bei uns. Wenn ihr weitere wirklich tolle Autos kennt, bietet sie mir wirklich gerne an. Übrigens vielleicht mal eine Anmerkung: Wir müssen nicht alles filmen. Es gibt auch Leute, die sagen, ich will mein Auto nicht gefilmt haben. Habt ihr denn aber trotzdem Netzwerk, könnt das so weiterverkaufen. Es gibt bei uns immer 2 Arten von Verkauf. Diese sehr, sehr offensive, die viele Leute total toll finden. Wir haben viele neue Kunden gewonnen. Aber es gibt auch Leute, die sagen, bitte diskret will ich nicht. Und das Netzwerk habe ich natürlich auch. Wir machen das 35 Jahre. Ich habe über 6.500 Autos verkauft in der Zeit. Ihr könnt mir auch leise ein Auto geben, was nirgends erscheint, was nirgends inseriert wird. Ich weiß in der Regel immer die richtigen Sammler, denen wir das dann weiterreichen können, ohne dass irgendjemand was mitbekommt. Also diese Diskretion ist bei uns auch möglich. Ich wollte das mal sagen. Ich finde, das ist ganz wichtig. Okay. Okay. Ja, ich wünsche euch alles Gute bis zu unserer nächsten Probefahrt. Alles Gute, euer Stefan Luftschütz. Ciao.